Herzlich willkommen zurück zur Expertenserie Digitalisierung, wieder mit Christian Feldmann. Hallo Matthias. Christian, wir haben in der letzten Folge über Maßnahmen der Digitalisierung gesprochen, dass wir die angehen wollen. Wir haben schon so viele Begriffe genannt und so viele Zukunftswege aufgezeigt und Gefahren gezeigt. Wie würdest du denn einem Handelsunternehmen heute vorschlagen, auf die Digitalisierung zu reagieren, sich vorzubereiten? Wie will ich anfangen? Ich muss ja irgendwo einsteigen. Also wir haben hier bei der GWS ein Stufenmodell dafür definiert, das verschiedene Stoßrichtungen hat. Und diese Richtungen, die können wir an der Stelle jetzt mal auseinandernehmen und gucken, welche Schritte kann man tun und welche Ziele kann man damit erreichen. Okay. Wenn du schon von den Stufen sprichst, was ist denn die erste Stufe? Was ist das erste Ziel, was wir definieren? Ja, das erste Ziel ist eines, dass sich Unternehmen schon seit vielen Jahren oder auch Jahrzehnten darum kümmern oder sich auch mit beschäftigen. Aus meiner Sicht ist es das Thema prozessuale Optimierung, also zum Beispiel Prozesse zu beschleunigen, Schnittstellen zu vermeiden, Software zur Stabilisierung von Prozessen einzuführen. Im weitesten Sinne ist es das, was die GWS jetzt die letzten 25 Jahre mit seinen Kunden oder mit ihren Kunden an der Stelle gemeinsam macht. Die Prozesse des Kunden analysieren, gute Best Practices mitbringen und an der Stelle diese Unternehmensstrukturen effizienter gestalten. Das ist so dieser große Fokus Optimierung und man kann auch anders sagen, Kostensenkungspotenzial zu heben, um das Unternehmen effizienter zu gestalten. Das ist ganz interessant, dass du das so erklärst, weil ich glaube, das ist das, was viele eigentlich unter Digitalisierung verstehen. Das denke ich auch. Und ich meine, da reicht es aus der Erfahrung unserer Kunden, einfach mal auf die eigenen Projekte zu schauen oder aber auch einfach sich umzugucken auf unserer Webseite, um mal zu sehen, welches Leistungsportfolio bieten wir heute an und welche Themenstellungen können da angegangen werden, um Kostensenkungspotenzial im eigenen Unternehmen zu heben. Okay. Dennoch sind wir ja hier, um auch ein bisschen tiefer einzusteigen. Was wäre denn dann daraus folglich die zweite Stufe? Ja, die zweite Stufe beschäftigt sich eher mit Wachstumspotenzialen, Umsatzpotenzialen, zukünftigen Deckungsbeitragspotenzialen. Und was meine ich damit? Unsere Kunden stellen sich die Frage, womöglich, in welchem Rahmen haben technologische Veränderungen Einfluss auf ihr Geschäftsmodell? Wir haben auch im letzten Video darüber gesprochen, dass quereinsteigende Technologien Branchen bedrohen können. Und die Frage ist also als Gegenentwurf dazu, zu dieser negativen Sicht in die Zukunft, eine positive entgegenzustellen. Welche Produkte, Services, Dienstleistungen kann ich meinen Kunden von heute oder auch meinen Kunden von morgen anbieten, um an der Stelle einfach im Geschäft zu bleiben? Und aus meiner Sicht gibt es da eben vielerlei technische Möglichkeiten. Da ist auch wieder die Technologie drin, die also die Veränderung auch ermöglicht. Und diese Technologie bieten wir an, gemeinsam mit unseren Kunden zu besprechen, wie neue Produkte entstehen können oder wie neue Dienstleistungsgeschäfte angeboten werden können mit der Unterstützung unserer Technologien. Und da bietet es einen Riesenvorteil, dass wir beispielsweise von dem großen Lieferanten Microsoft eine integrierte Plattform haben, die die erste Stufe und die zweite Stufe beide beinhaltet und wo wir Lösungen anbieten können, die eben genau beide Facetten abbilden können. Das klingt jetzt für mich so, als sei das nicht alles Zukunftsmusik, sondern ist heute schon zumindest vieles davon möglich. Hast du ein Beispiel aus der Praxis vielleicht, wo sowas schon mal umgesetzt wurde? Also wie ich einen bestehenden Prozess durch teilweise auch nur geringe Änderungen in Richtung Digitalisierung mit einem neuen Mehrwert ausstatten kann oder die Verwendung davon komplett anreichern kann. Es gibt ein sehr plakatives Beispiel. Das kommt auch aus dem Umfeld, das vielleicht der eine oder andere schon gehört hat. Da geht es darum, dass ein Küchengerät, also meinetwegen eins von vor 50 Jahren von einem renommierten Hersteller aus Wuppertal, an der Stelle schon ewig im Markt ist, in verschiedensten Generationen. Ja. Die letzte Generation dieses Gerätes hat plötzlich einen WLAN-Anschluss. Da fragt man sich schon zu Recht, warum brauchen Küchengeräte einen WLAN-Anschluss? Ja? Obwohl man es von Kühlschränken ja auch schon mal gehört hat. Aber letzten Endes, dieses Küchengerät hat also jetzt einen WLAN-Anschluss. Und der Gedanke dahinter ist,
dass der Prozess zur Anbahnung eines Essens und zum Einkaufen und Durchführung komplett digitalisiert wurde und mit in das Geschäftsmodell dieses Küchengerätes eingebaut wurde. Das heißt, wenn ich auf meinem Handy eine App benutze, um zu definieren, an welchem Tag möchte ich welche Mahlzeit essen und welches Rezept ausprobieren, dann kann ich aus der Rezeptbibliothek die entsprechenden Menüs zusammenstellen. Und die Partnerin an der Stelle, die ist in der Lage, meine Frau, mit einer anderen App loszugehen und die gesamten Zutatenliste dafür in ihrem Handy zu sehen, um einen Einkauf daraus zu gestalten. Und wenn wir beide dann gemeinsam vor dem Gerät stehen, dann weiß das Gerät das schon, weil die entsprechenden Gerichte schon synchronisiert worden sind. Und es sagt genau, was in welcher Reihenfolge dann in das Gerät gebracht werden muss, um am Ende das Kochresultat zu erhalten. Worauf ich hinaus will, ist, dass aus diesem profanen Thema des Küchengerätes eine Vollabbildung des Gesamtprozesses wurde. Und aus meiner Sicht ist das ein tolles Beispiel dafür, wie Digitalisierung und moderne Technologie verwendet werden kann, um ein einmaliges Kundenerlebnis zu ermöglichen. Das wäre im Handel zum Beispiel ein tolles Thema. Auf der anderen Seite Prozesse effizienter zu gestalten und vor allen Dingen darf man nicht vergessen, den Kunden zu binden. Denn wenn ich morgen beschließen sollte, ein Abonnement, das hier abgeschlossen ist, nicht mehr zu verlängern, dann fällt diese Art der Technologie da eben weg. Das ist also auch ein Kundenbindungsprogramm. Und ich glaube, in dem Rahmen haben unsere Kunden vielerlei Möglichkeiten, mit unseren Technologieansätzen auch selber solche Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ja, ich denke, das war ein sehr gutes Beispiel. Jetzt bin ich auch ganz schön hungrig. Daher würde ich das Thema hier beenden. Und ich denke, wir sollten uns in den nächsten Videos mal ansehen, wie die GWS dann konkret im Fall beim Kunden vorgeht, welche Möglichkeiten wir da aufgreifen und welche Maßnahmen wir durchführen. Ja, sehr gerne. Dann danke ich Ihnen, dass Sie auch wieder dabei waren und hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei sind.